Wir grüßen Sie herzlich zu unserem ersten Video auf dem Hermann Historiker Kanal. Mein Name ist Dr. Adrian Görge, ich bin Militärhistoriker. Ja, ich bin Dr. Robert Stark, studierter Archäologe und Ihr Experte für archäologische Objekte von frühgeschichtlicher Kulturen. Und ich werde mich heute mit Dr. Adrian über diese Schutzwaffen aus der klassischen Antike unterhalten. Und apropos, mir ist aufgefallen, dass in der kommenden Aktion zahlreiche antike Schutzwaffen in Angebot sind, vor allem Samniten, für den ich eine besondere Schwäche habe. Helme, sogar die berühmten, die ikonischen Brustpanzer. Kannst du mir etwas erzählen zur Herkunft dieser Objekte? Ja, also in der Tat haben wir in dieser Auktion sehr viele Schutzwaffen aus der klassischen Antike und die stammen vor allem aus zwei bedeutenden Sammlungen. Einmal aus der französischen Sammlung des Herrn Gilles Grimm. Der hat in den letzten Jahrzehnten fleißig im Kunsthandel gekauft und darunter auch viele antike Waffen. Und zum Zweiten haben wir viele Waffen aus den Resten der Sammlung Axel Gutmann, eine sehr prominente Sammlung antiker Waffen bekommen, die direkt von seinem Sohn eingeliefert worden sind und darunter auch tatsächlich einige besonders schöne samnitische Objekte. So viel ich verstanden habe, diese Nummer ist sogar seine originale Inventarnummer. Ja, das ist Das richtig, die ist hier noch aufgebracht. Schön. Und ich beginne vielleicht zunächst noch mit einem interessanten Helm, Bitte. der in dem Fall nicht von den Samniten stammt, sondern ein sogenannter Helm des chalkidischen Typs, der aber eine ganz spezifische Variante aus dem nördlichen Schwarzmeerraum darstellt und auch schon deutlich später als die meisten griechischen Exemplare zu datieren ist. Er gehört tatsächlich schon in die Zeit des späten 4. und frühen 3. Jahrhunderts. Und es ist ein Helm, der mal vollflächig verzinnt war, aber auch tatsächlich in allen seinen Teilen vollständig erhalten ist. Und das ist ein repräsentatives Exemplar der schönen antiken Schutzwaffen, die wir in dieser Auktion zu bieten haben. Aber ein ganz klarer Schwerpunkt liegt tatsächlich auf Schutzbewaffnung der Samniten. Und da haben wir tatsächlich sehr viele Objekte eingeliefert bekommen. Und wir haben quasi die komplette Ausrüstung eines samnitischen Kriegers. Das könnte man so sagen. Obwohl sie ursprünglich, das müssen wir klar betonen, sie waren nicht zusammengehörig, sind aus unterschiedlichen Sammlungen, die jetzt zeitgleich in der gleichen Aktion angeboten werden. Das ist so richtig, ja. Du hast hier das Volk, und wir haben beide das Volk der Samniten erwähnt. Kannst du, ähm, könntest du, könntest du sie mir erläutern, wie die Samniten waren und welche Rolle sie in antiken Italien spielten? Ja, gerne. Dazu müssen wir uns zunächst einmal vor Augen halten, dass das antike Italien ein bunter Fleckenteppich aus den verschiedensten Sprachgruppen und Ethnien war. Wir haben beispielsweise im Nordwesten die Ligurer, im Nordosten die Veneter. Dann geht es weiter südlich runter, kommen Umbrer, Picener. Zwischen Arno und Tiber lebten die Etrusker, die eine vorindoeuropäische Sprache gesprochen haben und die gerne auch als rätselhaft bezeichnet worden sind, aber sicher im Kern eine autochthone Bevölkerung darstellen. Dann geht es weiter runter nach Mittelitalien, wo es die Latiner gibt und die Römer oder die Stadt Rom ist einfach nur ein Zentrum der Latiner. Da gab es mehrere Stämme, die die Römer dann erst im Latinischen Bund vereinigt haben. Südlich davon ging es weiter mit oskischen Stämmen, zu denen gehörten dann auch die Samniten, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und weiter unter gab es eine einheimische Bevölkerung, die Dauner, die aus Illyrien kamen, von der gegenüberliegenden Adriaküste. Auf Sizilien gab es die Siculer und einheimische Bevölkerung, die aber an den Küsten überlagert worden ist von Kolonien der Griechen und der Karthager. Die Karthager, die aus einer phönizischen Kolonie, Karthago, hervorgegangen sind und eine bedeutende Großmacht
im südlichen Mittelmeerraum dargestellt haben. Und so haben wir hier ganz unterschiedliche Einflussszenen, Interaktionen zwischen völlig verschiedenen Völkern und davon sind die Samniten nur eines. Und die Römer haben es fertiggebracht, im Verlaufe der vorchristlichen Jahrhunderte bis um die Zeitenwende diese Völker zu vereinen. Und aus der Frühzeit dieses Einigungsprozesses können uns diese Objekte einiges erzählen. Ich komme nun nochmal speziell zu den Samniten. Die Samniten sprachen eine nicht-lateinische Sprache, sie gehören zur oskischen Sprachgruppe und sie boten den Römern lange Zeit gegenüber den Expansionsbestrebungen des frühen römischen Staates energisch und entschlossen die Stirn. Und da gab es... Wie haben Sie das geschafft? Die Samniten waren im Gegensatz zu den Römern keine städtische Kultur. Interessant. Die Römer selbst, die Stadt Rom ist bekannt, waren in der Frühzeit, nachdem sich aus mehreren spätbronzezeitlichen Dörfern eine Gemeinde gebildet hat, ein städtisches Gebilde, aus dem tatsächlich ein Weltreich hervorgegangen ist. Und nördlich davon, die Etrusker lebten auch in Städten. Es waren Zentralorte, die dann von einer ländlichen Umgebung versorgt worden sind. Aber diese Städte hatten eine klare Struktur, eine Einteilung der Bevölkerung in verschiedene Klassen, die dann eben, je nachdem wie reich man ist, bestimmte Beiträge zur Wehrhaftigkeit leisten mussten und je nachdem wie reich man war, in die Kavallerie eingetreten sind oder in die schwere Infanterie und die Leute, die wenig Geld hatten, die mussten als Leichtbewaffnete dienen. Da gab es ganz ähnliche Strukturen in all diesen Städten nach dem Vorbild griechischer Städte. Die Samniten dagegen nahmen an diesem Verstädterungsprozess noch gar nicht teil. Die Samniten lebten in einer regelrecht noch der prähistorischen Lebensweise verhafteten Kultur. Und es waren nomadisierende Hirten, die vereinzelt Fluchtburgen, so kann man das nennen, aufsuchten. Aber sie lebten nicht in Städten. Es gab tatsächlich einen Zentralort, das antike Bovianum, das beim heutigen Pietrabondande liegt. Aber das war nur ein Versammlungsort, der relativ offen dalag mit einem theaterartigen Gebäude, in dem man Versammlungen abhalten konnte, Feste abhalten konnte. Es gab Heiligtümer, aber es war keine befestigte Stadt, die man belagern hätte können. Und die Samniten selbst waren also sehr mobil und waren deshalb von den Römern auch nicht wirklich zu greifen. Während diese städtischen Kulturen natürlich mit ihrem Zentrum einer Stadt belagert werden konnten und bei der Belagerung oder auch Einnahme einer Stadt ins Mark getroffen werden konnten, haben sich die Samniten permanent entziehen können und haben in einer Art asymmetrischer Kriegsführung die Römer erst einmal an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Interessant. Lass uns mit dem Helm anfangen, weil mir gerade auffällt, dass dieser insgesamt ist sehr schön in der Form, sehr elegant, aber hat starke Beschädigungen auf der Kalotte. Was hat es damit auf sich? Ja, das hier ist in der Tat ein sehr schön erhaltener Helm, wenngleich er diese leichten Beschädigungen hat, aber die metallische Substanz ist hervorragend. Er ist nicht kristallin und zerbrechlich. Die Formgebung ist insgesamt noch wunderbar erhalten und es ist ein tatsächlich sehr attraktiver antiker Helm und auch ein Helm der chalkidischen Variante, wieder in einer typischen regionalen Variante, wie man sie tatsächlich nur im Raum der Samniten findet. Er hatte hier oben überhalb der Kalotte, da sieht man noch 3 Nieten, eine Schiene befestigt, auf der 3 Tüllen für Federschmuck befestigt waren. Und diese Beschädigungen sind keine modernen Beschädigungen. Wenn man das genau anschaut, sieht man sehr genau, da ist die Patina drüber, das ist alles schon in der Antike passiert und der Helm wurde irgendwann mit diesen Beschädigungen bereits deponiert. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Helm tatsächlich einen Kampfeinsatz erlebt hat, denn wir haben hier seitlich eine Öffnung, in die genau
die Form einer Lanzenspitze passt mit dem runden Mittelgrat und einem Schlitz, der von dem seitlichen Blatt herrührt. Also dieser Helm war tatsächlich im Kampf und wurde erst danach in einem Grab oder in einer anderen Deponierung niedergelegt. Oder vielleicht auf dem Schlachtfeld? Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Man fand auch in den Flüssen nach Niederlagen geopferte Waffen. So etwas ist auch in Italien bekannt. Die Auch Geschichte, bei den Samniten belegt? Auch bei den Völkern in Mittelitalien. Wir können allerdings die Geschichte dieses Helmes, der jetzt aus einer privaten Sammlung stammt, leider nicht mehr so genau nachvollziehen. Und vor langer Zeit entdeckt worden. Aber es ist ein spannender Helm, der tatsächlich auch ein Zeugnis aus den sogenannten Samnitenkriegen sein könnte. Denn die Samniten griffen bereits im 5. Jahrhundert nach Süditalien aus und interessierten sich für die bedeutenden Städte Cumae, Pompeji und haben auch tatsächlich eine Zeit lang in Pompeji Vorherrschaft ausgeübt. Und dieses Gebiet war aber auch für die Römer interessant. Und da gerieten sie mit den Römern in dem 4. Jahrhundert in Konflikt. Zugleich grenzten sie im Norden an die römische Einflusssphäre an, weil auch hier die Römer sowohl nach Norden als auch nach Süden Expansionsbestrebungen zeigten. Und es kam hier zu den sogenannten Samnitischen Kriegen, die der offiziellen Überlieferung nach 343 vor Christus begonnen haben. Aber man bezweifelt mittlerweile die Historizität des ersten Samnitischen Krieges. Aber ab 326 bis 304 fanden heftige Auseinandersetzungen zwischen Römern und Samniten statt. Bekannt ist vor allem im Jahr 321 die Niederlage der Römer, die zum Caudinischen Joch führte. Das ist eine Episode, bei der das gesamte geschlagene Heer gebeugten Hauptes durch ein Joch schreiten musste, um seine Niederlage offen zu bekunden. Das war für die Römer eine tief empfundene Schmach. Und die Samniten hatten tatsächlich die Römer erst einmal deutlich in Schach gehalten. Und wie haben sie die Römer dann bezwungen, militärisch bezwungen, wenn sie so heftige Schwierigkeiten am Anfang? Was machte der Unterschied? Die Römer hatten die Samniten, sie waren natürlich, was militärisch betrifft, waren sie nicht so organisiert wie die Römer. Die Römer kämpften zu dieser Zeit bereits in einer Phalanx, sie suchten die offene Feldschlacht und die Samniten waren hier wohl ganz anders strukturiert. Es gibt zwar in den Quellen Berichte, sie hätten unterschiedliche Berichte, eine bestimmte Art zu kämpfen, die dann tatsächlich so wie eine Phalanx wäre. Die Archäologie lehrt uns aber etwas völlig anderes. Und wir können davon ausgehen, dass sie eher leicht bewaffnet waren und auch ihre Kampfesweise eher eine der Nadelstiche war, die dann blitzartig zuschlugen und dann wieder verschwunden sind. Es ist bekannt, dass sie auch gute Reiter waren. Sie kannten die Gebirgsgegend, in der sie operierten, sehr gut und stellten damit die Römer mit ihrer Armee, mit ihrer Manipulartaktik, die dann eben doch in einer Art Phalanx arbeitete, erst einmal vor große Probleme. Wie können uns den Träger dieser Rüstung vorstellen? Gehört er zu einer oberen Klasse oder war das die Standardrüstung eines samnitischen Kriegers? Also auch bei den Samniten war es ähnlich wie bei den städtischen Kulturen, dass die bedeutenderen Persönlichkeiten eine volle Ausrüstung mit Helm, Brustpanzer, Beinschiene, ein metallischer Gürtel, natürlich auch ein Schild hatten. Die Kavalleristen brachten noch ein Pferd mit ein. Es gab aber auch weniger betuchte Krieger, die dann vielleicht nur einen Helm oder nur einen Panzer hatten oder auch nur ein Schild, das dann oft, weil vieles aus organischem Material bestand, nicht erhalten ist und dann mit dem Speer kämpften. Überhaupt haben die Samniten wohl sehr viel mit Speeren und Projektilen gearbeitet. Gibt es hier etwas, Ausrüstungsteile, wo wir sagen können, das ist typisch samnitisch? Das trugen vor allem die Samniten oder bevorzugten die Samniten. Ja. Also ich habe das schon beim Helm gesagt, dass das eine ganz spezifische Variante ist, wie man sie nur im Mittelitalien findet und für die Bewaffnung des Samniten ganz typisch ist. Wir haben aber hier noch ein zweites Objekt
Und zwar ein außergewöhnlich schönes Objekt, ja, das darfst du mir mal reichen. Es handelt sich hier um einen Brustpanzer vom Typ Alfedena. Alfedena ist ein Fundort, nach dem dieser Panzertyp benannt worden ist. Und das Exemplar, das wir hier aus der Sammlung Axel Gutmann vorliegen haben, ist tatsächlich fast identisch von der Form her mit dem namensgebenden Fund. Und Das ist die Brustplatte, oder? es kann auch die Rückenplatte sein, Ha. denn die sind beide gleich gestaltet. Wenn wir die mal nebeneinander halten, sehen wir, dass die völlig gleich ausschauen. Eine auf der Brust, die andere Platte auf dem Rücken. Und die waren durch 4 Seitenteile verbunden, beziehungsweise durch 2 Seitenteile und 2 Schulterteile. Wir haben hier noch ein Seitenteil, das dann an der Seite war und mit einem Haken in eine Öse eingeführt werden konnte. Wahrscheinlich Und hier so. da war genug Spannung da. Man muss sich das hier als eine kleine Kette vorstellen, sodass man das etwas, je nachdem nach Körperumfang auch einstellen könnte. Und es ist ein wunderschön erhaltener Panzer, ohne Deformierung, mit einer tollen Patina und so muss man ihn eigentlich orientieren, das ist die Oberseite, ein wirklich perfekt erhaltenes Stück. Ja. Diese Teile sind eigentlich nicht typisch samnitisch, aber sehr beliebt unter den Samniten. Ist das richtig? Wir finden ähnliche Beinschienen natürlich auch bei anderen italischen Völkern, auch bei den Griechen, aber sie sind auch typisch für die Ausrüstung eines samnitischen Kriegers und sie betonen anatomische Details, wie hier also die Wadenmuskulatur oder das Schienbein. Es kommen einige andere Ornamente hinzu. Sind die beiden Teile zusammengehörig oder Nein, von nein, zwei das unterschiedlichen sind natürlich Kriegern? zwei unterschiedlich. Das ist eine schlichtere Beinschiene, aber auch hier Betonung der anatomischen Details, auch hier partiell eine wunderschöne Patina. Vom rechten Fuß nehme ich Und an. das Charakteristische, richtig, vom rechten Fuß, das sieht man hier an der Schwingung des Schienbeins. Und das Charakteristische an den Beinschienen aus dieser Zeit ist auch, dass sie die Wade komplett umschließen, während römische Beinschienen beispielsweise nur vorne das Schienbein abdecken. Also es sind ganz charakteristische Beinschienen für diese Zeit und man hat sie auch in zahlreichen samnitischen Nekropolen genau in dieser Art gefunden. Das fällt mir besonders auf. Und ich kann ehrlich gesagt, wenn ich damit anfange, könntest du mir erklären, was ich hier halte oder was du jetzt Ja, also was wir hier haben, ist tatsächlich ein vollständiger samnitischer Gürtel und der wurde um die Hüften gelegt. Der ist jetzt hier leider so aufgerollt. Wir haben auch in der Auktion noch rund geformte Gürtel. Da haben wir jetzt keinen vorliegen, aber hier sieht man eben mal den ganzen Gürtel und was wir hier haben, das sind die Befestigungen der Haken. Die Haken sind leider abgebrochen, aber das ganz Besondere an diesem Gürtel ist, und das ist extrem selten, die Basis der Haken, die sind als menschliche Figuren gestaltet. Aha. Und das ist etwas sehr Seltenes und die Haken wurden dann hier in diese Ösen eingelassen. Auch dieser Gürtel war eben ein bisschen in der Größe verstellbar. Aber es ist ein ganz typisches Ausrüstungsstück oder Bekleidungsstück samnitischer Krieger. Die waren natürlich auf der Unterlage aus Leder oder auch aus Stoff, aber die Oberfläche war vollkommen mit Metall verkleidet. Sehr interessant. Also, wir können sagen, dass das, was wir hier auf dem Tisch haben, die typische Ausrüstung eines samnitischen Kriegers war. Also die meisten Samniten würden oder hatten auf dem Schlachtfeld solche Teile getragen. Das ist vollkommen richtig, wobei wir hier natürlich nur die metallischen Bestandteile erhalten haben. Und der samnitische Krieger hatte natürlich auch noch, was hier nicht vorliegt, auch Speere vor allem und natürlich auch Schwerter. Aber wir haben hier zumindest mal die Schutzbewaffnung eigentlich vollständig vorliegen. Ja, gut, schön. Wir sehen alles metallisch hier. Aber selbstverständlich trugen die Menschen damals nicht nur metallische Elemente mit sich rum. Wie sahen sie insgesamt aus? Ja,
Das ist eine gute Frage, denn in der archäologischen Überlieferung bleiben uns oft nur die metallischen Gegenstände oder Gegenstände, die nicht aus organischem Material sind, erhalten. Wir kennen aber viele Darstellungen samnitischer Krieger, sowohl von griechischen Vasen, die Samniten sich eigens in den griechischen Kolonien nach ihrem Geschmack hatten anfertigen lassen, um sich selbst darstellen zu lassen. Es gibt auch in Paestum eine berühmte Malerei, auf der samnitische Krieger dargestellt sind. Und von daher gesehen haben wir ein sehr genaues Bild von der Erscheinung samnitischer Krieger. Und ich möchte das jetzt etwas, sage ich mal, fast despektierlich so ausdrücken: tapfere Krieger im Minirock. Denn in der Tat hatten diese Krieger ausgesprochen knapp geschnittene Tuniken an, die das Hinterteil gerade mal so noch abdeckten und die Oberschenkel komplett frei. Dann unten die Beinschiene, die ist wichtig, weil die Oberschenkel oder der Oberkörper zusätzlich durch einen Schild gedeckt worden sind, aber die Schienbeine natürlich immer sehr empfindlich sind. Natürlich auch der Kopf, wir sehen ja auch hier, was passieren kann. Und du meinst, die sind realistische Darstellungen, nicht Ja. idealisierte Darstellungen Nein. eines antiken, eines samnitischen Helden. Nein, da können wir durchaus davon ausgehen, dass das wirklich das Erscheinungsbild wiedergibt. Wir haben auch ähnliche Darstellungen von Etruskern und anderen italischen Völkern. Und im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus dürfen wir davon ausgehen, dass das auch tatsächlich die Erscheinungsform ist. Und man kann sagen, so ein samnitischer Krieger kam in gewisser Hinsicht regelrecht sexy daher. Statuen haben wir nicht von Es gibt von tatsächlich eine Bronzestatue, die man auf Sizilien gefunden hat, die einen samnitischen Krieger im typischen Dreipasspanzer darstellt. Und es ist keine Frage, da war ein Samnite gemeint. Und auch hier die ganz typische Bekleidung. Es gibt hier, das ist vielleicht erwähnenswert, eine Persiflage auf Robin Hood-Filme aus dem Jahr 1983 von Mel Brooks, weil in den Robin Hood-Filmen, unter anderem der Klassiker von Errol Flynn aus dem Jahr 1938, die Recken Robin Hoods alle in extrem hautengen Leggings herumlaufen, die ganz grob von mittelalterlicher Kleidung inspiriert sind, aber dann eher von spätmittelalterlicher Kleidung und nichts mit der Kleidung zu tun hat, wie sie in der Zeit, in der die Geschichte spielt, zu tun hat. Und diesen Film nannte man eben Helden in Strumpfhosen. Und tatsächlich haben die Darstellungen der Samniten oder anderer zeitgenössischer Krieger auch italienische Antikfilme der 60er Jahre inspiriert. Und dann laufen dort die römischen Soldaten auch gerne in so extrem knappen Tuniken herum und das vor allem in Epochen, wo das überhaupt nicht mehr üblich war. Wir wissen genau, in der späten Republik, in der Kaiserzeit, da waren die Tuniken auf jeden Fall knielang und in den nördlichen Provinzen trug man auch gerne Hosen. Als Kniebundhosen würden wir sagen oder auch noch länger. Aber das ist etwas, das unser Bild von der Antike oft von bestimmten Elementen geprägt wird und dann aber klischeehaft auf vieles übertragen wird. Aber für diese Zeit dürfte man tatsächlich eine solche Bezeichnung verwenden. Ja, toll, aber was wurde aus den Samniten nach den samnitischen Kriegern, Ja, nachdem sie bezwungen wurden? also im Zweiten Samnitischen Krieg hatten die Samniten tatsächlich zuerst die Oberhand. Die Römer aber änderten dann ihre Vorgehensweise, was typisch für die Römer war. Sie sind sehr anpassungsfähig gewesen, betrieben eine sehr geschickte Bündnispolitik und sie hatten sich zunächst einmal erst tatsächlich, weil der Krieg ein Zwei-Fronten-Krieg war, im Norden ihrer Gegner entledigt und die Etrusker, die zu dem Zeitpunkt mit Samniten verbündet war, geschlagen und sich dann um den Süden gekümmert und dort Schritt für Schritt Kolonien gegründet, um das Gebiet langsam in einer Art Salamitaktik unter Kontrolle zu bekommen. Und nach den anfänglichen schweren Niederlagen der Römer gelang es aber den Samniten nicht mehr, die Römer zu bezwingen. Und sie mussten auch Niederlagen entgegennehmen, mit der Folge, dass sie sich aus Süditalien, wo sie Einfluss auf die Kampanien genommen hatten, zurückziehen mussten.
und die Oberhoheit der Römer anerkennen mussten, aber immer noch selbstständig blieben. Wie lange hat das gedauert, bis die Römer sich durchgesetzt haben mit dieser neuen Ja, Praktik? der Zweite Samnitische Krieg, der endete etwa 290 vor Christus und danach, wie gesagt, waren die Samniten erst einmal in ihrer Selbstständigkeit belassen, aber mussten die Oberherrschaft der Römer anerkennen. Es kam dann noch zu einem dritten Samnitischen Krieg, in dem die Samniten noch einmal versucht hatten, ihre Selbstständigkeit und ihre Einflusssphären im Süden Italiens zu behaupten. Aber auch da erlitten sie wieder eine Niederlage und es blieb dann bei der Oberherrschaft der Römer. Und sie wurden auch gezwungen, als Bundesgenossen der Römer mit den Römern Kriege zu führen. Das haben sie auch alles eingehalten. Das ist überhaupt ein Prozess, der im ganz antiken Italien stattfand. Und es gab dann zwischen 91 und 88 vor Christus nochmal den sogenannten Bundesgenossenkrieg, in dem die mittlerweile überall von Rom dominierten Völker etwas forderten, was ihnen auch schon versprochen war, nämlich das römische Bürgerrecht. Ich habe am Anfang gesagt, das antike Italien war ein bunter Fleckenteppich an Ethnien und Sprachgruppen, ganz verschiedene, mit ganz verschiedenen Hintergründen. Und all diese verschiedenen Gruppen sind dann im Römischen Reich aufgegangen, wobei das Verbindende war, dass für sie alle dann das römische Recht galt. Und in dieser Hinsicht waren sie Römer, aber ethnisch, von der Sprache her, hatten sie mit Rom erst einmal nichts zu tun, waren aber in diesem Staatsgebilde integriert und was sie eben gemeinsam als Römer auszeichnet, war die Privilegien, die ihnen durch das römische Recht verliehen worden sind und die ihnen dann endlich auch als Bundesgenossen, wo sie ja militärisch schwere Hilfe auch leisteten, die gleiche Anerkennung, Belohnung und gestatteten, wie es den römischen Bürgern, so muss man sagen, zugekommen ist. Und da waren sie lange Zeit sehr benachteiligt, was sich eben tatsächlich auch in einem blutigen Krieg dann entlud. Wann verschwinden die Samniten komplett? Nun, die Samniten verschwinden natürlich nicht komplett, aber sie gehen auf, zunächst einmal im Römischen Reich, im geeinigten Italien. Und sie haben selbstverständlich noch eine Vorstellung von ihrer eigenen Identität, aber sie werden römische Beamte, die Oberschicht der Samniten dient dann eben so wie auch verschiedene Etrusker als hohe römische Beamte und mit der Zeit verschwinden dann tatsächlich auch die Sprachen, das Etruskische, das Oskische, das wird alles zurückgedrängt und das Lateinische dominiert dann in der frühen und hohen Kaiserzeit Schritt für Schritt. Also in welcher Zeit ungefähr? Im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Und es ist auch zugleich eine Zeit, in der Italien eine Blütezeit in Frieden und Wohlstand mit einer von Städten geprägten Kultur erlebt. Gut, vielen Dank. Gerne. Ich habe was gelernt. Wenn Sie auch was gelernt haben, schreiben Sie uns bitte in den Kommentaren und schreiben Sie uns bitte auch, welche Themen wir ansprechen sollen oder welche Rüstungen, welche Helme, welche Brustplatten, Rückenplatten genauer beschreiben und diskutieren sollen. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.